Heute werde ich dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen kannst. Und wir müssen mal wieder was entscheiden, nämlich die Farbe von unserem Woodhocker. Aber dazu später mehr. Gestern, also für mich gestern und für euch vorgestern, haben André und ich angefangen, die Duke zu zerlegen und den Motor da rauszurupfen. Dabei sind wir auf ein paar Dinge gestoßen, die ich euch selbstverständlich festgehalten habe. Seht hier. Ich glaube, ich filme doch ein bisschen rum. Willst du mit drauf oder lieber nicht? Ich gehe aus dem Weg. Ja gut, dann filme ich in die andere Richtung. Also, wir fangen jetzt an, die Müllräder zu zerlegen. Ich dokumentiere das jetzt mal eben einmal mit dem Telefon für das Video, was jetzt Montag, also sprich heute, wenn ihr das seht, kommt. Jetzt, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Bude auseinander, weil hier muss Farbe gemacht werden, es müssen Schrauben gemacht werden. Überall sind irgendwelche anderen Schrauben drin. Ich weiß auch nicht, was das soll oder wer sich da mal was bei gedacht hat oder auch nicht. Aber überall sind hier verschiedene Schrauben drin. Schlitzschrauben drin, wo keine reingehören und so weiter. Das heißt jetzt erstmal auseinander und dann wissen wir mehr. Vorglühen muss das. Wieso ist das Licht denn jetzt nicht an? Aber ich glaube, man sieht das auch so. Also hier, ich habe die schwarze Stange aufgefangen und dabei ist mir das in die Hände gefallen. Ich gehe mal ein bisschen ins Licht hier. So sieht das Ganze aus. Einmal das ganze Ausmaß des Schadens von dem Motor. Also, ja, Hauptlagerschaden würde ich jetzt einfach mal so tippen. Ich habe den Motor nicht gehört, wir haben den nicht mehr gestartet. Aber der ist gleich raus. Die Schrauben, die sind alle vergrießknattelt. Ich denke, dass ihr das sehen könnt. Die wollen noch nicht raus, die sind auch alle vollkommen verkehrt. Die ganzen Kabel waren hier verknotet und ja, hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, wie die hier untergebracht wurden. Alles irgendwie unter den Rahmen gequält und Hauptsache aus dem Weg. Da war auch der Vergaser schon ein paar Mal drin und draußen, wobei da gelber Sprit rauskam. Hier sehen Sie eine ordnungsgemäße scheiße Entfernungsmethode. Gott sei Dank ist der Bolzen hier unten lose. Die LC4, wo ist der Bolzen denn jetzt? Da. Die LC4 Kisten haben aber ein anderes Problem, dass hier in dem Zwischenstück, also quasi das Guss vom Gehäuse ja dann an den Bolzen angammelt, oder vielmehr die Hülsen, die da drin sitzen, dass die Welle dann nicht raus möchte, wenn der Motor ausgebaut werden soll. In unserem Fall hier ist das Gott sei Dank nicht so und wie ihr sehen könnt, Achse ist raus. Die Halterung vorne ist raus, hier ist ein bisschen finster, ich mache mal im Licht. Alles ist soweit raus, Kühlwasser ist runter, die Bolzen sind lose und jetzt muss der Motor hier zu mir heraus. Wenn ihr das selber mal machen müsst, müsst ihr darauf achten, dass ihr hier vorne den Deckel abschraubt, einfach weil der sonst hier oben ansteht. Und hier unten, der Zündungsdeckel wird hier vorne am Rahmen anstehen, deswegen müsst ihr hier hinten mit der Achse so viel Platz wie möglich machen. Wir haben das so gelöst, indem wir das Moped auf den weltbesten Hubständer der Welt packen, einen alten Stuhl. Der ist höher als ein Hubständer und dann kann das Hinterrad runter, sodass die Schwinge quasi vorne hochkommt und hier Platz macht. Jo, und jetzt raus damit. So, Le Motor ist raus, wie man sehen kann. Schön. 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 Schön, du. Bevor das hier das nächste Mal weitergeht, kommt da erstmal Lampen an der Decke, weil das ist absolut scheiße hier mit ohne Licht. Aber dann beim nächsten Mal geht es hier dann weiter. Jetzt kümmern wir uns, wie gesagt, wahrscheinlich erstmal um den Motor. Jetzt wissen wir so grob, womit wir es zu tun haben. Jetzt müsst ihr mal eben kurz eure Lauscher spitzen. Und zwar habe ich mir, wer hätte das gedacht, mal wieder Gedanken gemacht. Das Ganze, was wir hier gerade machen, schimpft sich ja Community-Projekt. Und das ist es ja auch, weil wir ja Schritt für Schritt das Ganze zusammen hier durchgehen, Dinge zusammen entscheiden, ich euch mit einbeziehe, quasi nach eurer Entscheidung hin das Ding dann baue. Zumindest ist das der langfristige Plan. Und das am Ende zurück zu euch geht. Also einer von euch, und das Ganze wird ein Event, das kann ich euch versprechen, wird am Ende des Tages mit dem Hobel vom Hof fahren. Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht noch was gehen würde. Also sprich, noch mehr Community. Und deswegen habe ich, um das jetzt vielen Menschen zugänglich zu machen, dieses ganze Projekt, eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Unter der E-Mail-Adresse bewerbung@brab.support könnt ihr euch jetzt bei mir bewerben, um an diesem Projekt mitzuwirken, mitzuarbeiten. Das Ganze meine ich so, wie ich sage. Ihr könnt jetzt, wenn ihr mögt, unter der unten auch in der Beschreibung stehenden E-Mail-Adresse könnt ihr eine Bewerbung hinschreiben, wenn ihr mögt, und euch zum Schrauben bei mir hier vorstellen. Das heißt, ihr schreibt, was ihr euch vorstellt, was ihr gerne schrauben würdet, gucke, ob ich das umsetzen kann, ob das zu unserem Projekt passt, und dann lade ich euch hierher ein, dass ihr mit mir zusammen an diesem Projekt arbeiten könnt. Der erste kommt auch schon am kommenden Wochenende. Ich habe die Idee auf Instagram schon veröffentlicht und der liebe Colin hat sich prompt mit dem Wunsch an mich gewendet, mal einen Motor zerlegen zu können. Den Wunsch kann ich ihm natürlich erfüllen.
Den Motor, den wir gestern ausgebaut haben, steht hier jetzt ja für ihn quasi bereit und er kann ihn zerlegen und dann habe ich schon einen Menschen mehr glücklich gemacht. Ich denke, mein Gedanke dazu ist nachvollziehbar, dass dadurch die Community noch weiter zusammenrückt und jemand, sofern er mag, sich auch physisch daran beteiligen kann oder mit mir mal persönlich sprechen kann, statt immer nur durch diese Flimmerkiste hier. Die Mail findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Interesse hat, bei dem Projekt hier mitzuwirken. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens noch was, nämlich der Link zu Spotify zu meinem neuen Podcast. Falls ihr Interesse an Background Stories oder Unterhaltung mit Gästen, Gespräche, Ideen und Gedanken habt, die mich persönlich betreffen, dann einfach mal reinhören. Kommen wir nochmal zurück zum Projekt. Ich werde jetzt, so wie es meine finanziellen Mittel zulassen, mit großen Schritten an dem Projekt weiterarbeiten. Seit dem letzten Aufruf von euch sind weitere 125 € zusammengekommen. Dankeschön dafür. Das unterstützt mich enorm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Alle, die sich an dem Projekt beteiligen, unabhängig von der Summe, werden am Ende bei diesem Gewinnspiel, was es geben wird, für das Motorrad selbstverständlich bevorzugt. Das muss ich einfach machen, weil es sonst allen anderen gegenüber unfair wäre. Nur, dass ihr das im Hinterkopf habt. Wie gesagt, ich verspreche euch, das wird ein Event. Auf die eine oder andere Art und Weise wird es euch umklatschen. Meinerseits stand ja die Frage im Raum, ob ich den Bild mitfilme oder nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, das wie vorhin gesehen mit dem Handy zu verfolgen, sobald sich was tut. Auf den Motor gehen wir ja selbstverständlich gesondert ein, weil das ja die ursprüngliche Videoreihe war. Da ganz normal wöchentlich, so wie sich das ergibt, so wie Teile verfügbar sind, wird das ganz normal stattfinden. Und sobald es dann irgendwelche Infos oder sehenswerte Dinge zu dem Motorrad an sich gibt, werde ich euch selbstverständlich mitnehmen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass es dann am Ende so eine runde Sache ergibt. Aber wir werden sehen, das entwickelt sich hier ja. Wir entwickeln uns alle und so vielleicht auch das Projekt. Kommen wir zum Schluss noch mal zu einem Punkt, wo ihr mir helfen müsst. Und zwar brauche ich von euch jetzt Farbvorschläge. Dass die Bude nicht grün, schwarz, irgendwas bleibt, sollte klar sein. Deswegen haut mal eure Farbvorschläge und Kombinationen in die Kommentare. Theoretisch ist alles umsetzbar. Andy, ein Freund, weiß ich nicht, aber ein guter Bekannter von mir, ich schätze ihn sehr, hat sich angeboten, die Pulverteile für dieses Motorrad kostenlos zu pulvern für dieses Projekt. Das heißt, er beteiligt sich auf seine Art und Weise daran. Dementsprechend sind theoretisch alle Farbkombinationen möglich. Die Verkleidung an sich wird lackiert, weil mein bester Kumpel ist Lackierer. Das heißt, da ist auch nur Materialkosten. Die anderen Bauteile werden gepulvert. Ums Eloxieren werde ich mich kümmern und so weiter. Alles, was so drumherum ist quasi schon farbtechnisch klar, wie wir es umsetzen. Allerdings nicht, in welcher Farbe wir das Ganze umsetzen. Und ich hätte jetzt gerne von euch eure Farbvorschläge in die Kommentare. Wie gesagt, es ist alles möglich. Bitte bleibt ein bisschen sachlich. Also grün, gelb gepunktet mit weißen Streifen kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das letzte Wort behalte ich mir vor. Mein persönlicher Farbwunsch wäre Candy Violett mit schwarzen und weißen Akzenten. So ein bisschen angelehnt an meine rote, weil da ist ja schon mal hier reingeflossen. Überlegt euch mal was Nettes und wie gesagt dann in die Kommentare damit. Und zum Schluss natürlich diesen Kanal abonnieren, denn es ist ein guter Kanal.